Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. November 2025. Dänemark plant Altersgrenze für soziale Medien. Die Regierung in Dänemark will eine Altersgrenze für soziale Medien einführen. Kinder und Jugendliche sollen bestimmte Plattformen erst ab 15 Jahren benutzen dürfen. Eltern dürfen erlauben, dass ihre Kinder sich schon mit 13 Jahren dort anmelden. Das neue Gesetz soll vor allem für große Netzwerke gelten, auf denen man öffentliche Profile erstellen kann. Wann genau das neue Gesetz kommt und welche Plattformen betroffen sind, ist noch offen. Berliner Pfarrerin traut 4 Männer gleichzeitig. In Berlin hat eine evangelische Pfarrerin 4 Männer gleichzeitig getraut. Die Pfarrerin heißt Müller und arbeitet in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Im Sommer hat sie in Berlin ein besonderes Fest organisiert, ein Pop-up-Hochzeitsfestival. Dort konnten Paare spontan heiraten, ohne sich vorher anzumelden. 4 Männer wollten gemeinsam heiraten und Müller hat sie getraut. Sie sagt, man hat sofort gesehen, dass viel Liebe zwischen ihnen war. Eine offizielle Eintragung in das Kirchenbuch war aber nicht möglich, weil solche Ehen in Deutschland gesetzlich verboten sind. Trotzdem glaubt die Pfarrerin, dass die 4 Männer vor Gott wirklich geheiratet haben. Der teuerste Kaffee der Welt in Dubai. In Dubai gibt es jetzt den teuersten Kaffee der Welt. Eine Tasse kostet $1.000, also etwa 870 Euro. Er wird im Julith Café serviert, das in einem beliebten Stadtviertel liegt. Der Kaffee kommt aus Panama und heißt Nido 7 Geisha. Das Café hat die Bohnen bei einer Auktion gekauft. 20 Kilo haben rund $600.000 gekostet. Der Geschmack soll besonders fein sein, mit Noten von Jasmin, Orange und Pfirsich. Insgesamt werden nur 400 Tassen verkauft. Ein Teil des Cafés ist für Dubais Herrscherfamilie reserviert. In der Stadt leben viele reiche Menschen und die Nachfrage nach dem Luxuscafé ist sehr groß. Finnland zeigt, wie gutes Lernen gelingt. In Finnland gehen Kinder nur etwa 4 bis 5 Stunden am Tag zur Schule und haben wenig Hausaufgaben. Trotzdem gehören sie zu den Besten der Welt. Der Grund dafür sind gut ausgebildete Lehrer, viel Vertrauen und Zeit zum Spielen. Kinder in Finnland haben wenig Stress und viel Freude am Lernen. Finnland zeigt, dass gute Bildung keine langen Schultage braucht, sondern Vertrauen, gute Lehrer und moderne Lernmethoden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.